Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Heute möchte ich ein sehr wichtiges Thema aufgreifen, was früher oder später uns alle betreffen wird. Es handelt sich um das Problem, was schon sehr, sehr lange bekannt ist und wo leider noch nicht sehr viel passiert ist, und zwar die Late-Game-Problematik in Shakes and Fidget. Ich hatte es vor Jahren schon mal angesprochen, dass Spieler, die sich auf einem sehr hohen Level bewegen, leider nicht mehr sehr viel zu tun haben. Und das ist kein neues Problem, was jetzt gerade auftritt. Es wird nur jetzt gerade wieder aktueller, da ein Topspieler aus der internationalen Ehrenhalle, ein Topspieler weltweit, aufgehört hat und seinen Account aufgegeben hat. Und zwar ist das der Kragori. Ja, genau aus diesem Grund. Und das kann ich euch auch noch mal ganz kurz zeigen. Er hatte hier geschrieben, also Kambodscha ist Kragori, ne? Also es ist weltweit einer der besten Spieler. Yo, peace everyone. Heute ist mein letzter Tag, an dem ich das Spiel spiele. Die Zeit ist für mich endlich gekommen. Und an alle meine Freunde, es hat sehr viel Spaß gemacht und er hofft nur das Beste für jeden und das Game. Dann schrieb hier jemand, yo, peace bro, schlaue Entscheidung, das Spiel, das scheiß Game zu quitten, so, ne, das ist so die Kernaussage. Und dann schrieb er noch dann dazu, dass er halt kein Groll hege oder irgendwelche, kein Hass in sich trägt, so dem Game gegenüber. Für jeden kommt irgendwann früher oder später die richtige Zeit, an dem er halt eben das Game verlässt. Es ist nur leider nicht mehr sehr viel zu tun, als jeden Tag das gleiche Zeug zu klicken. Und das ist so die Aussage dahinter. Also auch genau aus dem Grund, worum die Kernproblematik des Videos auch heute gehen soll. Und zwar, es gibt nicht mehr sehr viel zu tun. Es sind keine großen Anreize mehr für alle Spieler, die ihr jetzt hier gerade seht in der Ehrenhalle. Und für den einen ist das mehr ein Problem, für den anderen weniger, aber es ist ein Problem, was schon Jahre Existenz ist und woran ein bisschen was gemacht werden sollte. Und dafür möchte ich auch so ein bisschen Aufmerksamkeit auf das Thema bringen, denn aus gegebenen Anlass, weil der Kragori aufgehört hatte, mir hatte jemand aus der IHOF, aus der Top 10, geschrieben gehabt, oder mich auf diese Thematik aufmerksam gemacht bezüglich Kragori, dass er aufhört, und hatte dann dazu auch geschrieben gehabt, wie es denn aussieht, weil sich Leute hier untereinander in der IHOF auch sehr gerne mal mitreißen lassen, und da habe ich dann mal nachgefragt, wie es denn aussieht, ob die Motivation nach wie vor weiterhin immer noch da ist, dieses Spiel dann auch zu spielen. Und da meinte derjenige dann auch zu mir, dass man noch dieses Jahr eventuell abwartet, was so noch kommt für den Late-Game-Bereich. Ansonsten auch sehr stark am Überlegen ist, dieses Game nach sehr vielen Jahren und nach sehr viel Geldeinsatz auch zu beenden. Was extrem schade ist, weil jeder einzelne Spieler, der sich hier oben befindet, ist ein fester Bestandteil, ein fester Kern der Community, und es ist ein sehr, sehr großer Verlust für die komplette Community, wenn jemand hier aus diesem Bereich wegfällt, weil alle Leute, die hier oben sich befinden, das sind alteingesessene Oldschool-Hasen, die das Game seit fast Tag 1 lang supporten. Die kennt man innerhalb der Community, das sind Top-Notch-Spieler, die sind extrem heftig unterwegs, und wenn einer von denen das Game verlässt, dann ist das immer ein ziemlicher Schlag ins Gesicht für die Community halt, ne? Und regt halt auch andere Spieler zum Überlegen an, das Game eventuell zu quitten. Nach so vielen Jahren. Ich möchte natürlich nichts gegen seine Entscheidung sagen, so, ne? Jeder kann natürlich das Game so lange spielen und so oft spielen und ne, wie er will, aber guckt euch mal diesen Account an, so, ne? In diesem Fall kann man halt auch nicht sagen, dass das private Gründe hatte bei ihm, sondern es ist wirklich aus dem Grund passiert, dass das Game nichts mehr zu bieten hat.
im Late-Game-Bereich, außer halt diese E-Hoff, wo seit Jahren nichts mehr passiert ist. So, ne? Und das ist halt eben ein ganz großes Motivationsproblem für viele Leute, da sie halt keinen Sinn mehr großartig sehen, hier noch groß, ja, irgendwie weiter zu grinden in dem Game. Und ja, das ist halt eben ein Problem, was schon ziemlich lange bekannt ist. Und ja, weil halt immer mehr so für das Early Game gefühlt getan wird. Ne, jetzt kamen ja auch sehr viele neue Dungeons auch fürs Early Game und so dazu, ne, was ja auch alles schön ist und schick und toll. Aber das ist halt eben auch nichts, ja, Standhaftes, beziehungsweise etwas, worauf man sich freuen kann, wo man hingrinden kann, wo man Motivation hegt, noch jeden Tag weiter dieses Game zu spielen. Ich meine, klar, wir haben jetzt hier die Monstergrotte und da beißen sich selbst die besten Spieler der Welt natürlich auch erstmal noch die Zähne aus. Ne? Also bis da jemand bis zum Ende durch ist, das wird wahrscheinlich noch ziemlich lange dauern. Ne? Aber das meine ich auch gar nicht mit Late-Game-Content, dass man jetzt irgendwie neue Dungeons ins Spiel hinzufügt, weil die meisten Dungeons, die ins Game implementiert werden, die halten denn für ein paar Minuten. Die ja, Leute, die weit über 600 oder müssen nicht mal 600 sein, aber die halt eben ja so schon Late-Game-Charakter haben, für die ist so ein Dungeon ein kurzes Vergnügen und die meisten von denen, ja, skippen halt die 10 Etagen oder wie viel da halt ist, ja, mit 0, nix halt durch, so, ne? Und ein Dungeon ist halt nicht irgendwas, was auf lange Zeit einen Spieler begeistert, so, ne? Ich meine, klar, man hat hier jetzt so ein Zwischenziel, worauf man hingrindet, dass man sagt, okay, ey, ich muss mich jetzt hier verbessern, damit ich jetzt hier noch die nächste Dungeon-Etage schaffe, aber das ist halt wirklich kein Grund, noch dieses Game ausführlich irgendwie zu spielen, so, ne? Es ist natürlich auch schwierig, etwas explizit für Late-Game-Spieler in das Game hineinzubringen, da das natürlich auch aus der unternehmerischen Sicht für Player Games natürlich auch recht unprofitabel ist, da die meisten Spieler ja wirklich im Early Game Bereich unterwegs sind, Early Mid-Game Bereich und dann das Game irgendwann aufhören. Es ist ja wirklich nur ein niedriger Prozentteil der Spieler, die das Game halt wirklich bis Stufe 600 und höher spielen, ne? Die mehr als 10 Jahre dieses Game grinden. Das ist halt wirklich ein sehr geringer Bestandteil und spült jetzt nicht das Geld in die Kassen. Aus dem Aspektpunkt kann man das natürlich irgendwo nachvollziehen, aber es sind halt auch genau diese Spieler, die halt eben die Kern-Community ausmachen, aus meiner Wahrnehmung in Shakes and Fidget und müssen deshalb auch irgendwo wahrgenommen werden. So, ne? Was jetzt großartig für Late-Game-Charaktere ins Spiel implementiert werden sollte, ist natürlich schwierig zu beurteilen. In erster Linie ist es jetzt auch nicht meine Aufgabe, jetzt den Content für Player Games zu finden, dass die da ja diese Problematik irgendwie lösen. Es wäre auf jeden Fall ein Ansatz, schon mal ich weiß nicht, wie lange gibt es jetzt die internationale Ehrenhalle? 5 Jahre oder so? Keine Ahnung. Ich weiß, es kann mir ja jemand in die Kommentare schreiben, dass man anstatt 50% der E-Hoff auch 100% der E-Hoff nutzbar machen kann, weil seit Release, ich sag's jedes Mal, seit Release ist diese E-Hoff nicht angefasst worden, es passiert hier einfach nichts. Ja, dieser Teil der E-Hoff ist komplett unbrauchbar und damit ist dieses Feature nur zu 50% vollständig, ja, und man kann hier sehr viel Potenzial rausholen. Es würde ja schon anfangen damit, dass man sieht, wenn man jetzt hier zum Beispiel auf Yurik geht, dass man hier zum Beispiel seinen Charakter sieht von Yurik. Ja, das wäre ja schon mal ein Anfang, aber das ist auch leider noch nicht passiert, großartig, ja. Im Gegenzug dazu kommen dann halt eben sehr viele Serverstarts, ja, wo natürlich die Leute von Player Games natürlich auch ein Hauptaugenmerk drauf werfen, weil natürlich da das meiste Geld auch in die Kassen gespült wird. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist so, ne? Und auch diese Thematik mit, dass das Game irgendwie zu voll wird nachher, kann man halt auch umgehen, indem man sagt, okay, wir fügen jetzt hier irgendwelche Features hinzu,
die man halt wirklich erst ganz spät im Late Game erreicht. Ne? Abseits jetzt von den Dungeons jetzt zum Beispiel, weil den Dungeon kann man in der Schattenwelt erst ab Stufe 600 betreten. Das ist schon mal ein Anfang. Das ist nicht verkehrt, aber es reicht halt eben nicht aus. So, ne? Es wäre irgendwie sowas nötig wie, dass man, ja, weiß ich nicht, Features findet, die jetzt nicht unbedingt abhängig von dem Daily Grind sind, weil vom Daily Grind, denke ich mal, haben wir schon genug. Ne? Also die ganzen täglichen Aufgaben, die man hier zu bewältigen hat, ich denke mal, damit sind die meisten bedient und selbst wenn man nur auf einem Account spielt, ist das, denke ich, mehr als genug. Aber es wäre schön, wenn es Features gibt, die ins Spiel implementiert werden, die jetzt nicht notwendig auf den Progress, auf den eigenen Char umgemünzt werden müssen. So. Also, dass man, wenn man etwas verpasst, dass es jetzt nicht Konsequenzen hat, dass du jetzt irgendwie behind bist in der Ehrenhalle oder so. Unabhängige Features von dem eigenen Char, wie zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, kosmetische Gegenstände, die man ins Game implementieren kann. Oder halt eben es müssen ja nicht die Rückkehr der Orden sein, aber es kann dieses Ordenprinzip von früher sein, dass man halt eben Abzeichen sammeln kann durch bestimmte Achievements, die man halt erreicht. Und ich meine jetzt nicht so eine Achievements, die wir jetzt hier kennen aus dem Sammelalbum, sondern halt wirklich so wie die Orden damals, wenn du so und so viele Kämpfe gemacht hast, bekommst du halt eben ein paar Stat-Punkte. Das tut jetzt nicht weh, das ist jetzt nicht schlimm und da hast du auch jetzt nicht dieses Gefühl, sag ich mal, dass du jetzt irgendwo was verpasst, weil du halt eben einen Tag lang irgendwie jetzt deine Alu nicht gespielt hast. So, ne, das ist ja das Schlimmste so, ne? Aber halt eben solche Features, die halt unabhängig sind von dem, was man halt jeden Tag tun muss. Und ich denke mal, da gibt es einige Optionen, die man da aufgreifen kann. Wie gesagt, die Orden sind jetzt nur ein Beispiel. Das Game hat sich ja mittlerweile auch irgendwo weiterentwickelt und ich denke mal, dass man da auch ein bisschen was finden kann, damit auch die Spieler, die Stufe 600 plus sind, die 650 plus sind, die bald 700 sind, dass die auch ein bisschen was zu tun haben, außer eben diese nicht fertiggestellte internationale Ehrenhalle zu nutzen und ja, da dann halt den Blick drauf zu werfen. Also es ist wirklich sehr notwendig. Das Einzige, was ich mir halt wirklich, und da habe ich jetzt keinerlei Einsicht in die Kulissen hinter Playa, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, warum die eHof noch nicht weiter angefasst worden ist, sind halt eventuelle Server-Merges, die in der Zukunft kommen könnten. Da will ich aber meine Hand nicht ins Feuer legen für. Da bin ich ganz ehrlich, da weiß ich nichts von. Ich weiß da auch nicht, was da im Hintergrund abgeht, aber wir wissen ja alle, dass darüber auf jeden Fall des Öfteren schon geredet worden ist. Und das könnte natürlich irgendwo auch sein, dass halt eben die eHof damit in Verbindung steht und deswegen nicht weiter angefasst wird, beziehungsweise da nicht der Fokus drauf gelegt wird, weil es eventuell die eHof, wenn irgendwelche Server-Merges in Zukunft kommen sollten, ja nicht mehr so bestehen kann, wie sie jetzt aktuell besteht. Ne? Aber wie das Ganze umgesetzt wird, ob das überhaupt umgesetzt wird und wann das passiert, das kann ich euch natürlich nicht sagen. Aber eins kann ich euch sagen, es muss definitiv ein bisschen mehr Variation her für das Game, unabhängig von dem, was man jeden Tag zu tun hat, sondern was man jeden Tag tun kann, aber kein Muss ist. Ja, sodass man halt eben Leute wie halt eben zum Beispiel einen Strider, eine Nachteule, Furaken, Derafin, ne, ja, Kragori, Nachbar, ne, dass die halt auch was noch im Late Game irgendwo, ja, wenn das Interesse besteht, noch was tun können für ihren eigenen Char, damit die grinden können. Weil das Game ist ein Grind über mehrere Jahre, Jahrzehnte. Ne? Das begleitet sehr viele Spieler und ich denke mal, dass die Spieler es auch lieben, ihren Char zu pflegen und zu grinden. Und das ist halt eben was, wo man definitiv ansetzen könnte, wo man halt auch auf längere Sicht was zu tun hätte.
anstatt einen neuen Dungeon ins Game zu bringen, der zwar ab 600 erst freischaltbar ist, aber mit dem hast du auch nicht deine Freude. So, da gehst du jede Stunde mal im Free Trial rein und guckst mal, was geht, und dann bist du deprimiert, weil er dir halt wieder einen auf den Dötz haut. So, ne? Deswegen ist das jetzt nicht weiter förderlich für die Late-Game-Motivation für solche Spieler. So, und dass da nicht noch mehr liefen. So, ne? Das ist auf jeden Fall meine Meinung. Falls ihr irgendwelche Anregungen, Ideen, Vorschläge haben solltet für Late-Game-Spieler, beziehungsweise welche Features man ins Spiel implementieren kann, die für alle irgendwo förderlich sind, aber Hauptsache auch die Langzeitspieler irgendwo ein bisschen noch mehr an der Stange halten, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wir können da sehr gerne mal so ein bisschen uns in den Kommentaren austauschen. Ich lese mir alles durch und ja, das war es soweit von mir. Und ich hoffe, euch hat das ganze Thema gefallen. Falls es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.